Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Mann, der hatte 3 Söhne. Der jüngste Sohn hieß Dummling und jeder sah auf ihn herab, machte sich über ihn lustig und respektierte ihn nie. Eines Tages wollte der älteste Sohn in den Wald gehen, um Holz zu hacken. Bevor er ging, gab ihm seine Mutter einen schönen süßen Kuchen und eine Flasche Wein, damit er nicht hungrig oder durstig wurde. Als er im Wald ankam, traf er einen kleinen alten Mann mit grauem Haar. Der Mann sagte: »Guten Tag, bitte gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Schluck von deinem Wein. Ich habe großen Hunger und Durst.« Aber der kluge Sohn antwortete: »Wenn ich dir meinen Kuchen und Wein gebe, habe ich nichts mehr für mich. Geh weg!« und ging weiter, ohne sich um den kleinen Mann zu kümmern. Bald darauf, als er anfing, einen Baum zu fällen, machte er einen Fehler und schnitt sich mit der Axt ins Bein. Er musste nach Hause gehen, um sich verbinden zu lassen. Das passierte wegen der Magie des kleinen grauen Mannes. Als nächstes ging der zweite Sohn in den Wald. Seine Mutter gab ihm ebenfalls einen Kuchen und eine Flasche Wein. Der kleine alte graue Mann traf ihn ebenfalls und bat um etwas Kuchen und Wein. Der zweite Sohn sagte: »Wenn ich dir meinen Kuchen und Wein gebe, habe ich nichts mehr für mich. Geh weg!« Auch er ließ den kleinen Mann hinter sich. Bald verletzte er sich ebenfalls beim Holzhacken und schnitt sich ins Bein, sodass er nach Hause getragen werden musste. Schließlich sagte Dummling: »Vater, lass mich auch Holz hacken.« Der Vater antwortete: »Deine Brüder haben sich dabei verletzt. Lass es sein, du weißt nicht, was du tust.« Aber Dummling bat lange, und schließlich sagte sein Vater: »Gut, mach, wie du willst. Du wirst es lernen, wenn du dich verletzt.« Seine Mutter gab ihm einen Kuchen aus Wasser, der in der Asche gebacken war, und eine Flasche saurem Bier. Als Dummling den Wald erreichte, traf ihn der kleine alte graue Mann auch. Er begrüßte Dummling und sagte: »Bitte gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Schluck aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« Dummling antwortete: »Ich habe nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, lass uns gemeinsam essen.« Sie setzten sich zusammen, und als Dummling seinen Aschenkuchen herausnahm, verwandelte er sich in einen köstlichen, süßen Kuchen, und das saure Bier wurde zu gutem Wein. Sie aßen und tranken fröhlich. Dann sagte der kleine Mann: »Da du ein gutes Herz hast und bereit bist zu teilen, werde ich dir Glück bringen. Es gibt einen alten Baum. Fälle ihn, und du wirst etwas an seinen Wurzeln finden.« Danach ging der kleine Mann. Dummling ging und fällte den Baum. Als er fiel, fand er eine Gans, die in den Wurzeln saß, und ihre Federn waren aus purem Gold. Er hob sie auf und brachte sie zu einem Gasthaus, wo er dachte, er würde die Nacht verbringen. Der Wirt hatte 3 Töchter, die die Gans sahen und neugierig wurden. Sie wollten eine ihrer goldenen Federn haben. Die älteste Tochter dachte: »Ich werde einen Weg finden, eine Feder herauszuziehen.« Sobald Dummling nach draußen ging, packte sie die Gans am Flügel, doch ihr Finger und ihre Hand blieben daran kleben. Die zweite Tochter kam als nächste, dachte nur daran, wie sie selbst eine Feder bekommen könnte. Sobald sie ihre Schwester berührte, blieb sie ebenfalls kleben. Schließlich kam die dritte Tochter mit derselben Idee. Die anderen riefen: »Bleib weg! Bitte bleib weg!« Aber sie verstand nicht, warum sie wegbleiben sollte. Sie dachte: »Die anderen sind dort. Ich sollte auch dort sein«, und rannte zu ihnen. Sobald sie ihre Schwester berührte, blieb sie auch kleben.
So mussten sie die Nacht mit der Gans verbringen. Am nächsten Morgen nahm Dummling die Gans und ging, ohne sich um die 3 Mädchen zu kümmern, die daran klebten. Sie mussten ihm nachlaufen, mal nach links, mal nach rechts, wo immer er hinging. Auf den Feldern sah ein Pfarrer sie und sagte: »Schämt euch, Mädchen! Warum lauft ihr diesem jungen Mann nach? Ist das angemessen?« Dann packte er das jüngste Mädchen, um es wegzuziehen, aber sobald er sie berührte, blieb er ebenfalls kleben und musste hinter ihnen herlaufen. Bald darauf sah der Küster, der Assistent des Pfarrers, ihn hinter den 3 Mädchen herlaufen. Er war überrascht und rief: »Hey, wo gehst du so schnell hin? Vergiss nicht, dass wir heute eine Taufe haben.« Er lief ihnen nach und griff nach dem Ärmel des Pfarrers, aber auch er blieb kleben. Während die 5 von ihnen liefen, kamen 2 Arbeiter mit ihren Hacken vorbei. Der Pfarrer rief sie um Hilfe, um ihn und den Küster zu befreien. Doch sobald sie den Küster berührten, blieben sie ebenfalls kleben. Jetzt waren 7 von ihnen, die Dummling und die Gans hinterherliefen. Schließlich kam Dummling in eine Stadt, in der ein König eine Tochter hatte, die so ernst war, dass niemand sie zum Lachen bringen konnte. Der König hatte erklärt, dass derjenige, der sie zum Lachen bringen könnte, sie heiraten würde. Als Dummling das hörte, nahm er seine Gans und all die Menschen, die ihm folgten, und ging zur Prinzessin. Sobald sie die 7 Personen sah, die hinter Dummling in einer Reihe liefen, begann sie laut zu lachen und konnte nicht mehr aufhören. Dummling fragte dann, ob er sie heiraten dürfe, aber der König wollte Dummling nicht als Schwiegersohn und fand Ausreden. Er sagte, Dummling müsse zuerst jemanden finden, der ein ganzes Kellerfass Wein trinken könne. Dummling erinnerte sich an den kleinen grauen Mann, der ihm helfen konnte, also ging er zurück in den Wald, um nach ihm zu suchen. An demselben Ort, an dem er den Baum gefällt hatte, fand er den kleinen grauen Mann, der mit traurigem Gesicht dasaß. Dummling fragte ihn, warum er so betrübt sei, und der Mann antwortete: »Ich habe großen Durst und kann ihn nicht stillen. Ich habe gerade ein Fass Wein geleert, aber es war wie ein Tropfen auf einen heißen Stein.« »Ich kann dir helfen«, sagte Dummling. »Komm mit mir, und du wirst zufrieden sein.« Er nahm den Mann mit in den Keller des Königs, und der Mann trank und trank, bis sein Bauch schmerzte. Am Ende des Tages hatte er alle Fässer geleert. Dummling fragte dann erneut nach seiner Braut, aber der König war immer noch wütend, dass so ein hässlicher Kerl, den alle Dummling nannten, seine Tochter bekommen sollte, also stellte er eine weitere Herausforderung. Er sagte, Dummling müsse jemanden finden, der einen ganzen Berg Brot essen könne. Dummling überlegte nicht lange und ging direkt wieder in den Wald. Dort fand er einen Mann, der seinen Bauch mit einem Riemen band und sehr unglücklich aussah. Der Mann sagte, »Ich habe ein ganzes Ofenblech mit Brötchen gegessen, aber ich habe immer noch so großen Hunger. Mein Bauch ist leer, und ich könnte vor Hunger sterben.« Dummling war glücklich, das zu hören, und sagte, »Komm mit mir, du wirst essen, bis du satt bist.« Er brachte den Mann in den Palast des Königs, wo sie das gesamte Mehl im Königreich sammelten und einen riesigen Berg Brot backten. Der Mann stand davor, begann zu essen, und am Ende eines Tages war der ganze Berg verschwunden. Dummling fragte erneut nach seiner Braut, aber der König suchte erneut nach einem Weg, Dummling aufzuhalten. Er befahl, dass Dummling ein Schiff finden müsse, das sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser fahren konnte. »Sobald du damit zurückkommst«, sagte der König, »darfst du meine Tochter zur Frau nehmen.« Dummling ging zurück in den Wald, wo er den kleinen grauen Mann wiederfand.
Als der Mann hörte, was Dummling benötigte, sagte er, da du mir freundlich gewesen bist, werde ich dir das Schiff geben. Der kleine graue Mann gab ihm dann das Schiff, das sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser fahren konnte. Als der König es sah, konnte er Dummling nicht länger davon abhalten, seine Tochter zu heiraten. Die Hochzeit fand statt, und nachdem der König gestorben war, erbte Dummling das Königreich und lebte glücklich und zufrieden mit seiner Frau. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.